Name ist Urs Seifert, bin leitender Arzt hier in der Klinik Sonnenblick, bin von der Ausbildung her Internist und Hämato-Onkologe und Sozialmediziner und bin jetzt circa 20 Jahre an dieser Klinik. Die Klinik Sonnenblick ist eine Klinik der Deutschen Rentenversicherung Hessen. Das ist der Träger der Klinik. Wir behandeln hier 190 stationäre Patienten und ca. 25 bis 30 ambulante Patientinnen und Patienten mit dem Schwerpunkt Onkologie. 2/3 sind Tumorerkrankungen unserer Patienten, 1/3 ungefähr hat orthopädische Probleme und dann haben wir noch einen Bereich für Post-Covid-Patienten. Wir sind auf die VR-Therapie aufmerksam geworden, ehrlicherweise nicht ich persönlich, sondern das waren Mitarbeitende hier in der Klinik. Ein Schwerpunkt dieser Klinik ist auch das Thema Return to Work. Also wie kommen Patienten nach einer langen und schweren Erkrankung wieder in den Arbeitsprozess zurück? Und da haben wir natürlich, da wir eine Klinik der Rentenversicherung sind, der Rentenversicherung Hessen sind, viele Patienten mit sehr unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Ein Teil davon können wir hier nachstellen, aber nicht alle. Und von daher war das für uns ein interessanter Ansatz zu gucken, wie können wir in diesem Prozess Return to Work neue visuelle Medien wie zum Beispiel VR-Brille integrieren. Die Vorteile von der VR-Brille sehe ich darin, dass wir halt Arbeitsumgebungen, Lebensumgebungen der Patienten viel vielfältiger darstellen können und unsere Patientinnen und Patienten in diesen Umgebungen viel besser beobachten können und sie auch dort schulen können. Hinzu kommt, dass natürlich das auch eine hippe Technologie ist. Patientinnen und Patienten lieben das, dass wir Patienten auch spielerisch dazu führen können, sich über ein Return to Work Gedanken zu machen. Auch das muss ja auch, viele Patienten haben einfach Angst vor dem Wiederkehren an die Arbeit, wenn man lange nicht an der Arbeit war und soll dann wieder zurück, dann liegt ja so ein Riesenberg vor einem. Der ausschlaggebende Grund, das in Gruppen einzusetzen, ist einfach schlicht und ergreifend der, dass wir natürlich nicht so viel Personal haben, dass wir immer eine 1:1 Betreuung darstellen können. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Patientinnen und Patienten sich in Gruppen auch durchaus wohler fühlen. Wenn man diese Thematik anspricht und man so ein bisschen guckt, was machen denn andere, wie geht es denen denn, dass man merkt, man ist nicht so ganz alleine. Und man kann dann in dieser Gruppe Situationen für jeden einzelnen Patienten schaffen, ohne für alle das Gleiche zu machen. Das ist für mich ein entscheidender Vorteil, dass man eine Gruppe machen kann, aber trotzdem individuell auf den Patienten eingehen kann. Also als konkreten Vorteil für die Klinik durch den Einsatz der VR-Brillen sehe ich darin, dass wir modernere Therapieangebote unterbreiten können, dass wir Patienten etwas individuell abholen können, aber natürlich auch attraktiver für Mitarbeitende werden, um die wir uns ja bewerben. Und wir doch sehen, dass gerade wenn wir jüngere Mitarbeitende haben wollen, dass wir dann technische Lösungen anbieten sollten oder sogar müssen. Und da ist natürlich eine VR-Brille ein Highlight. Wenn man das jungen Menschen zeigen kann, dass wir solche Techniken nutzen, dann haben die das Gefühl, das ist hier eine Arbeitsstelle, die sich entwickelt, die am Puls der Zeit ist, wo man auch Lust am Entwickeln hat. Und das macht uns natürlich als Arbeitgeber attraktiver. Keine Frage. Also die Rückmeldungen von unserem Personal, die mit der Technik arbeiten, sind extrem positiv. Und das macht uns natürlich als Arbeitgeber glücklich, wenn Mitarbeiter glücklich sind. Die Mitarbeiter machen in der Regel dann viel bessere Arbeit und von daher profitieren alle davon, nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern auch die Klinik. Curio oder VR-Brillen halte ich für einen interessanten Weg, um den Prozess der Digitalisierung in der Rehabilitation weitergehen zu können. Ich glaube, dass dieser Weg der Weg in die Zukunft ist.